Nachdem Sie im ersten Video die ersten Schritte kennengelernt haben, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie die E-Mail erstellen können. Sie sehen nun die E-Mail und können diese bearbeiten. Zuerst fügen wir das Logo ein. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder können Sie auf das Logo klicken und ein Bild aus der Bilderdatenbank auswählen. Oder Sie ziehen einfach, wie ich hier, ein Bild von Ihrem Rechner in das Bildelement. Die Bildgröße wird automatisch angepasst. Per Klick können Sie Größe und Ausrichtung ändern. Der alternative Text erscheint bei den E-Mail-Empfängern, die im Postfach nicht sofort die Bilder bei sich nachladen. Sie können den Kunden vorschlagen, die Bilder nachzuladen. Damit die Kunden per Klick direkt auf Ihrer Webseite landen, hinterlegen Sie einen HTTP- oder HTTPS-Link. Vergeben Sie einen Tag, wenn der Link geöffnet wurde, damit Sie darauf aufbauend Folgekampagnen versenden können. Jeder, der auf den Link klickt, bekommt diesen Tag. Gehe ich mit der Maus auf ein Element und klicke es nicht an, kommt ein orangefarbener Rahmen. Dort finden Sie etliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zum einen können Sie darüber ein Element innerhalb der E-Mail verschieben. Über die 3 Punkte können Sie ein Snippet erstellen oder den Quellcode vom Element anschauen, bearbeiten oder kopieren. Über die Snippet-Funktion speichern Sie ein Element und können es in zukünftige E-Mails einfügen. Das hat den zeitsparenden Vorteil, nicht bei jeder Mail alles neu machen zu müssen. Über das Stiftsymbol können Sie das Element formatieren und beispielsweise den Hintergrund ändern oder Rahmen einfügen. Über das Augensymbol definieren Sie, wer das Bild überhaupt sehen soll. In dem Fall versenden Sie zwar eine E-Mail an alle Kunden, aber jeder Kunde sieht nur die Bilder und Beschreibungen, die seinem Interesse entsprechen. Zudem können Sie das Element kopieren und wieder löschen. Ein Bild kann auch zurechtgeschnitten werden, falls ich nur einen Bildausschnitt benötige. Wenn Sie die Texte anklicken, sehen Sie Bearbeitungsoptionen, die Sie aus Textbearbeitungsprogrammen wie Word kennen. Sie können darüber die Texte linksbündig, rechtsbündig, mittig oder blockweise darstellen. Fettschrift verwenden, Schriftarten ändern, Schriftgrößen und Schriftfarben wählen und so weiter. Einen Link setzen Sie über die schräg stehende Kette und tragen wie zuvor bei dem Bildelement einen HTTP- oder HTTPS-Link und bei Bedarf einen Tag ein. Bitte beachten Sie auch die Personalisierungsoption. Damit können Sie jedem Empfänger in der Mail persönlich ansprechen. Globale Platzhalter sind übrigens Felder, die in allen Empfängerlisten zu sehen sind. Ich wähle hier Anrede. Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Sie können hier zum Beispiel die formelle Anrede wählen, um die Kunden mit sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr anzusprechen. Ich wähle hier die individuelle Anrede und trage Liebe, Lieber und lieber Kunde ein. Jetzt kommt noch der Vorname dazu.
Bei den Buttons können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen wie bei den Bildern. Sie haben nun kennengelernt, wie Sie die E-Mail auf Basis der Vorlage gestalten können. Im dritten und letzten Video möchte ich Ihnen die erweiterten Designmöglichkeiten vorstellen.